Hallo und herzlich willkommen hier zur Vorstellung der Highlights unserer neuen ECU-Test-Version 2021.2. Mein Name ist Michael Gebauer. Der Fokus heute liegt auf den Highlights. Alle vollen Änderungen und Features können dem Changelog und auch den Release Notes entnommen werden. Das erste Highlight ist die servicebasierte Kommunikation. ECU-Test unterstützt schon sehr lange die passive und aktive Kommunikation der gängigen Protokolle im Automotive-Bereich. Dazu zählt jetzt auch die servicebasierte Kommunikation mit den Protokollen SAM-IP, DLT und Autosar Socket Adapter. Neu ist jetzt, dass Ethernet-fähige Hardware von Vector direkt an ECU-Test angebunden werden kann und es dem Nutzer für die Testautomatisierung erleichtert. Weitere kleine Verbesserungen sind die offenen Quellports, die frei wählbar sind in der Konfiguration, und auch der Service Discovery Mechanismus. Dieser erlaubt es dem Nutzer, die Startphase der Ethernet-Kommunikation mit aufzuzeichnen und diese dann auch in der Trace-Analyse auswerten zu können. Im Bereich des szenarienbasierten Testens haben wir die OSI-Anbindung an ECU-Test erweitert. OSI-Datenströme sind zum einen komplexe als auch strukturierte Daten. Der Nutzer hat jetzt die Möglichkeit, neben den Blattelementen auch komplette Strukturen im Testfall und in der Trace-Analyse auswerten zu können. Dazu zieht er sich aus dem Baum in ECU-Test einfach den Knoten in den Testfall und kann diesen dann wie gewohnt nutzen. Über eine Autovervollständigung erleichtern wir es dem Nutzer, auf diese einzelnen Signaldaten dieses Objektes intuitiv zugreifen zu können. Das ganze Feature ist aktuell noch hinter einem Feature Flag. Wenn Sie hier Interesse haben, können wir das gerne gemeinsam in Betrieb nehmen. Melden Sie sich einfach hierzu bei uns über den Support. Für das szenarienbasierte Testen haben wir zwei weitere Umfeldsimulationstools angebunden. Das ist zum einen das Tool Dyna4 von der Firma Vector und das Tool Scanner von der Firma AV Simulation. Der Tester hat damit die Möglichkeit, auch seine szenarienbasierten Tests mit diesen Tools automatisieren zu können. Ein weiteres Highlight haben wir im ASAM-XIL-Standard. ECU-Test bietet die Möglichkeit, zahlreiche Tools über den Tooladapter ASAM-XIL anbinden zu können. Um es dem Nutzer zu erleichtern, solche Anbindungen zu schreiben, bieten wir ab diesem Release ein Starterpaket mit an. Das Starterpaket beinhaltet zum einen den Dummy-Server, an dem sich der Nutzer orientieren kann, als auch eine Testsuite, um die Verbindung Ihrer Toolanbindung an ECU-Test testen zu können. Das Starterpaket ist auf Anfrage unter support@tracetronic.de erhältlich. Unter der Rubrik Workflows, Prozesse und Testmethodik haben wir Erweiterungen an der Tracetronic DevOps-Plattform vornehmen können, die wir am Anfang dieses Jahres released haben. Zum einen ist es möglich, in ECU-Test Playbooks zu erstellen. Playbooks spielen eine zentrale Rolle bei der Verteilung von Testaufträgen auf verschiedenen Maschinen. Der Nutzer hat jetzt die Möglichkeit, in der ECU-Test Projekt Editor GUI diese Playbooks erstellen zu können. Dazu unterteilt er diese Playbooks in die Bereiche Setup, Tests und Teardown. Dadurch erkennt ECU-Test automatisch, dass es sich um ein Playbook handelt und lädt dies automatisch an ein konfiguriertes Testguide hoch. Um es dem Nutzer hier zu erleichtern, bieten wir ein Template-Projekt, an dem sich der Nutzer orientieren kann, und eine detaillierte Anwenderdokumentation für weitere Informationen. Eines der größten Highlights ist die nachgelagerte Trace-Analyse. ECU-Test bietet hier für Projekte und Packages einen neuen Ausführungsmodus. Mit diesem ist es möglich, die Stimulation und die Analysen getrennt voneinander zu betrachten. Das heißt, dass auf dem Hill-Prüfstand die Teststimulation durchgeführt wird und die anschließenden Analysen auf anderen dedizierten Maschinen ausgeführt werden. Diese Maschinen können sowohl physische Rechner, virtuelle Maschinen oder auch containerbasierte Umgebungen sowohl für Windows als auch für Linux sein. Alle Ergebnisse werden vollautomatisch zum Testguide zurückgespielt und der Tester hat die Möglichkeit, diese Daten dort auswerten zu können. Durch die nachgelagerte Trace-Analyse werden Hill-Prüfplätze frühzeitig wieder freigegeben und damit kann der Testdurchsatz signifikant erhöht werden.
Bis zum nächsten Mal bei den kommenden Highlights der 2021-3 Ende September.